Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um die Handhabung beim Quilten. Wie lege ich meine Hände beim Quilten sinnvoll auf, sodass ich die größtmögliche Führung von Stoff und Nadel habe. Mich hat jetzt auch Corona erwischt. Da ich jetzt nicht ganz so fit bin und den Kanal alleine betreibe, wird das nun ein kurzes Video. Aber ein Video, das ich schon lange hatte filmen wollen. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke und wir legen los. Wir haben dreimal auf der Stelle vernäht und unsere Nadel bleibt im Stoff. Ach, ich probiere ein neues Garn aus, und zwar New Brother Thread. Embroidery and Sew Your Life. Na bitte, das wollte ich ja mal ausprobieren und später irgendwann dann mal meine Erfahrungen berichten. Und da ich hier jetzt dieses kleine Tutorial machte, dachte ich, ich kann hier direkt meine ersten Erfahrungen sammeln. Wenn wir unsere Hände aufsetzen möchten, dann bilden wir zunächst einmal ein Dreieck. Dieses Dreieck legen wir um unsere Nadel herum. Das wäre jetzt sehr eng und wir könnten nicht wirklich viel und weit und lange quilten. Das heißt, wir ziehen einmal unsere Hände ein Stück auseinander. Und mit diesem Abstand starten wir nun zunächst einmal. Ich habe mir ein florales Motiv ausgewählt. Das heißt, ich starte mit einer Reihe von kleinen Wirbeln. Meine Hand ist hier unten, mein Motiv ist hier oben. Jetzt ist die Frage, setze ich nach? Das würde ich machen, wenn mein Motiv weiter von mir wegwandert. Mein Motiv wandert nun aber wieder zu mir zurück. Ich möchte diesen Weg zurückquilten. Das heißt, ich halte genau die gleiche Handstellung bei. Ich verändere gar nichts und wandere jetzt einfach meine Mittellinie zurück. Und meine Hände sitzen wieder wie zu Beginn. Nun setze ich eine Reihe Wirbel auf die zweite Seite. Und von hier aus wandere ich durch die Mitte. Meine Wirbel sind nicht gleich. Ich habe hier eine Kante. Ich habe das Ganze hier übereinanderlappend gearbeitet. Und warum? Ich möchte ein lebendiges, florales Motiv. Aus diesem Zweig wächst nun meine Mitte. Jetzt setze ich nach, denn nun möchte ich diese Mitte quilten und die möchte ich nicht mit diesem Abstand dirigieren. Das heißt, ich wandere einmal zu meiner Mitte. Wenn ich mag, kann ich das Ganze auch drehen, um genauer zu schauen, was ich mache. Und ich lege meine Hand wieder als Dreieck um mein Motiv. Ich drehe das Ganze zurück und wandere über meine Mitte. Von hier möchte ich neu starten. Ich entscheide mich für irgendeine Richtung und positioniere meine Hände schon so ein bisschen vor. Ich möchte von diesem Punkt nach außen wandern. Das heißt, wenn ich meine Hände jetzt hier liegen lasse, habe ich im Moment eine sehr gute Kontrolle, aber ich fahre direkt gegen meine nächste Hand. Das heißt, wir nehmen unsere Hand wieder ein Stück zurück und wir quilten von da aus weiter. Wie möchte ich weiter?
Ich möchte lieber hier weiter. Das heißt, hier liegt meine Hand eng an und hier wandert meine Hand weg und wir starten erneut. Jetzt wird mir das ein bisschen zu weit. Ich setze nach. Ich wandere den ganzen Weg zurück, also setze ich meine Hände wieder um. Was ist ein guter Punkt, um die Hände umzusetzen? Es ist immer, wenn ein Eckpunkt da ist, wenn wir sowieso einen Bruch in unserer Linie haben. Hier fängt eine neue Linie an, das heißt, hier kann ich meine Hände ein Stück weiter nach oben setzen und meinen nächsten Wirbel quilten. Sucht euch beim Wechseln eurer Handposition immer einen fixen Punkt, wechselt nicht auf einem Schwung, den Ansatz werdet ihr immer sehen, bildet dieses Dreieck und wählt diese Weite des Dreiecks nach eurer Nähgeschwindigkeit. Das heißt, wenn wir langsam nähen, halten wir unsere Hände enger und wenn wir schneller nähen, halten wir unsere Hände weiter. Wenn wir ein kleines Motiv nähen, halten wir unsere Hände enger. Wenn wir ein großes Motiv nähen, halten wir unsere Hände weiter. Und das ist schon alles. Wie ihr Wirbel umsetzt, dazu habe ich euch ein Video unter diesem Video verlinkt. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert, einfach weiter quilten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!